Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Wir standen jetzt hier die letzten 2 Nächte. Heute geht es für uns zur Stadt Vatia. Und jetzt wollen wir in Rio noch ein bisschen auspowern hier und klettern lassen, weil Tobi meint, für die motorischen Fähigkeiten ist es ganz gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er meint, nur für den Rio oder auch für mich. Wo ist er denn? Rio! Rio, komm her! Hier, komm her! Komm her! Da oben sieht man es schon. Wir sind jetzt angekommen in Vatia, dem fast verlassenen Dorf. Also es sind, glaube ich, noch 9 Einwohner oder so hier. Damals, als das Dorf verlassen wurde, es ging auf eine Familienfehde zurück. Von 4 Familien, die über 40 Jahre anging und über 200 Opfer forderte. Hier auf der Mani-Halbinsel war das ganz normal, Probleme zwischen 2 Familien mit einer Blutrache zu beheben. Und es wurde auch erst beendet, wenn eine Familie komplett ausgelöscht war. Es gab dann zwischendurch gab's die Option auf Waffenstillstand für Beerdigung oder Ernte, aber sonst eigentlich nicht. Und ja, scheinbar war es ganz normal laut Wikipedia, was für uns, glaube ich, heutzutage extrem schwer vorstellbar ist, dass sowas wirklich normal ist. Aber jetzt schauen wir es uns mal an. Das ist schon gruselig, so eine alte Matratze und so. Rio, komm her. Die heutige Bebauung geht auf das Jahr 1840 bis Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Und das ursprüngliche Vatia lag eigentlich nordöstlich in einer Schlucht und wurde damals von Piraten bewohnt. Ich finde die Geschichte super bedrückend irgendwie und auch das Wetter passt jetzt dazu. Es regnet, es ist so grau, trist, also ihr seht es ja selber, aber so richtig trüb und kalt und dunkel irgendwie, ja, sagt viel aus. Auf jeden Fall. Zum Vergleich vorher habe ich noch ein Bild gemacht, wo hinten blauer Himmel ist. So schnell kann es gehen. Wir sind jetzt ganz im Süden von der Mani-Halbinsel und suchen das Todesorakel des Poseidon. Leider im Regen. Wir haben schon überlegt, ob wir es gar nicht machen, aber jetzt ist man schon mal hier. Wäre blöd, wenn man es dann nicht macht. Und es waren nur 7 Kilometer fahren, deshalb bietet es sich einfach an. Aber ja, der Regen ist nervig, wobei es jetzt gerade wieder leicht ist. Aber mal schauen, ob es sich rentiert. Ich glaube, wir sind richtig. Sarah zweifelt an meiner Navigationskunst, weil oben das Schild in die andere Richtung ging. Rio hat mir Vertrauen. So wie es ausschaut, hatte die Sarah recht. Und mein Weg war der falsche. Aber das hört sie nicht, dass ich das gerade zugebe. Deshalb kann ich das auch sagen. Hast du's? Ja, irgendwo hier muss es ja sein. So, gerade eben nochmal auf Google geschaut. Und
Theoretisch war mein Weg doch der richtige. Wir haben es wahrscheinlich nur übersehen. Also wieder zurück, querfeldein. Wir haben jetzt zumindest ein altes Bauwerk bzw. eine Höhle gefunden. Aber keine Ahnung, ob es das ist, weil eigentlich sollte es ein Mosaikboden sein. Der war bis jetzt noch nicht zu sehen. Und von Bildern in Google schaut es auch anders aus. Aber das könnte auch schon alt sein. Zumindest so wie es ausschaut. Ich glaube, wir haben es noch immer nicht gefunden. Okay. Schau mal auf die Karte mit Standort. Und erstmal Internet anmachen. Standort. Kann doch nicht sein. Jetzt schauen wir mal, wo wir sind. Wir sind. Also ich würde ja sagen. Scheiß Nässe, echt. Ja, ich habe zu nasse Finger, es tut mir leid. Ich würde mal sagen, wir sind laut Google genau richtig, aber der Mosaikboden fehlt. Und ich habe leider kein Netz, also kann ich euch auch nicht zeigen, wie es eigentlich ausschauen soll. Müsste irgendwo noch ein Mosaikboden sein. Wir versuchen es jetzt mal mit dem offiziellen Wanderweg, den die Sarah gehen wollte. Mal schauen, ob wir jetzt das Mosaik finden. Der Punkt auf Google Maps ist super falsch markiert. Ja, das Orakel ist auf der anderen Seite der Bucht. Und zwar, also, wenn man hier ist, folgt den Schildern und geht dann einfach, dann kommt ihr an so eine Mauer vorbei. Und dahinter, schaut auch schon ein bisschen älter aus, die Mauern da drin, sieht man dann das Orakel. Gehen wir hier rüber. So, hier schon mal das erste kleine Mosaik. Hier ein relativ zerstörtes anderes. Und das, was ich eigentlich auf Google gesehen habe, ist das hier. Nee, Spaß. Natürlich nicht. Es ist das hier. Was ziemlich cool ist. Ich will dazu nicht, weil er nicht hinkriegt. Wir gehen im Bett. Gehen im Bett. Wir sind jetzt gerade vom Todesorakel losgefahren, haben jetzt noch gut 10 Kilometer vor uns und werden heute bei einer Kirche stehen. Wenn es uns gefällt, bleiben wir dort auch morgen stehen, weil es da regnen soll und da sitzen wir im Regen aus. Danach müssen wir aber spätestens weiterfahren, weil wir dringend Wasser brauchen. Wir haben noch ungefähr 3 bis 4 Liter und wenn wir bei der Kirche nichts finden, brauchen wir es definitiv danach. Wir sind heute doch schon weitergefahren von der Kirche und wie man es gerade sehen konnte, wir fliehen gerade vor dem Regen. Hoffentlich entkommen wir ihm komplett. Was ist unser Plan heute? Wir kaufen heute mal wieder Internet, beziehungsweise versuchen unsere Prepaid-Karte aufzuladen, je nachdem was besser ist, dann einkaufen und danach auf einen Parkplatz von der Taverne. Dort treffen wir andere, die auch ein LT haben und ja, dann verbringen wir den Abend zusammen. Wir sind gestern hier angekommen in der Bucht hinter Gythio. Hier seht ihr auch das Schiffswrack, welches 1980 hier im Hafen in Gythio angelegt hat. Und bei einem Sturm 1981 hat sich im Hafen losgerissen und ist hier dann 5 Kilometer entfernt im Sandstrand gestrandet. Seitdem liegt es hier und verrottet.
Neuer Tag, besseres Wetter. Heute regnet es zumindest nicht, aber dafür stürmt es etwas. Wir sind jetzt hier noch einen Tag länger, bevor wir an die Küste wieder fahren, weil wir wollten eigentlich versteinerte Bäume im Süden der Halbinsel anschauen. Aber mit dem Sturm wollen wir nicht an die Küste fahren. Ab morgen ist dann die Sonne, deshalb versuchen wir es dort einfach. Und im Notfall fahren wir hier einfach zurück, weil wir hier durch den Felsen da oben sehr gut windgeschützt stehen, obwohl selbst hier das Wetter zum Teil, das Auto manchmal wackelt. Und ja, es ist, glaube ich, einfach besser hier zu stehen, als an der Küste durchgeschüttelt zu werden die ganze Zeit. Ich bin hier gerade mit dem Rio gegangen und auf dem anderen Hang gegenüber sind Hühner. Und jetzt wollte ich nochmal den Sturm ein bisschen filmen, beziehungsweise den Wind. Und kurz darauf, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier hinten kamen alle 4 Hütehunde mal zu uns und haben übelst gebellt. Keine Ahnung, ob sie Rio als Gefahr sehen oder ob sie mit ihm spielen würden. Aber ich will es auch nicht drauf ankommen lassen, weil 4 Hunde kann ich nicht abhalten. Das ist wahrscheinlich bei schwer genug. Aber selbst an den Büschen sieht man es. Findet dezent. Lasst euch von dem Sonnenschein nicht täuschen. Der Wind ist natürlich nicht besser geworden und wir probieren es jetzt trotzdem mal da runter zu fahren, ansonsten fahren wir wieder zurück. Es sind Sturmböen bis zu 50 km/h, glaube ich, angesagt oder sind. Und ja, an der Kirche war es echt kalt und unerträglich, deswegen sind wir jetzt einfach ein Stück zurückgefahren. Da war es jetzt so schön sonnig und wir waren anscheinend richtig windgeschützt und wir dachten, oh, es ist super leicht geworden und wir fahren jetzt zu den versteinerten Bäumen. Hat sich herausgestellt, es ist noch nicht ganz so leicht, aber wir probieren es jetzt trotzdem. Wir gehen jetzt zu den Baumstämmen, die versteinert sind, anscheinend nicht durch Vulkan, sondern durch dazu finden und reden sie dann rein. Und hier ist der Wind extrem heftig, Ja. wie man merkt. Da vorne ist der erste. Das wäre cool. Boah, das schaut schon so aus. Der vorne, oder? Als Größenvergleich, hier unten am Ufer ist der größte, den wir jetzt gesehen haben, und der ist deutlich größer wie ich. So große Bäume in echt sind schon geil. Gibt es, glaube ich, nur sonst wahrscheinlich Mammutbäume in Amerika, oder wir haben damals die Tingle Trees in Australien gesehen, die waren auch 7 Meter hoch. Aber es ist beeindruckend auch versteinerte zu sehen. Wir sind jetzt wieder im Windschatten im Auto angekommen. Und für uns geht es jetzt weiter Richtung Monemvasia. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert den Kanal und begleitet uns auf unserer Reise.